Hi! Heute geht es um die schlichte Versatzung, im Originaltext die schlechte Versatzung. Damit ist natürlich nicht schlecht gemeint, sondern es ist einfach die einfache Versatzung. Diese einfache Versatzung ist eine ganz einfache Technik eigentlich, aber sie kann in diversen Formen vorkommen. Und diese diversen Formen hängen davon ab, was passiert. Und da wir es ja mit zwei zu tun haben, hängt es auch davon ab, was der Angreifer tut, wenn ich die einfache Versatzung durchführe. Nun, für mich gibt es grundsätzlich mal, sehr vereinfacht gesagt, drei Möglichkeiten, wenn ich die einfache Versatzung durchführe und er mich angreift. Möglichkeit Nummer 1, ich bleibe einfach stehen. Möglichkeit Nummer 2, ich bewege mich rückwärts. Auch das ist nicht verboten. Und Möglichkeit Nummer 3, ich bewege mich vorwärts. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und der Angreifer hat natürlich auch grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass er direkt wieder abzieht. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass er den Druck hält. Nun, diese schlichte Versatzung, diese einfache Versatzung, wenn man sie sich als Technik ansieht, dann ist es einfach nur das. Wie der Bogen bei Leckküchner, ist ja dasselbe. Diese Technik gibt es nicht nur beim Messer, wisst ihr vermutlich, letztlich existiert sie auch beim Säbel, natürlich auch beim Rapier und auch im modernen Sportfechten existiert es noch. Überall da ist das noch vorhanden, aber es wird eben unterschiedlich durchgeführt. Und diese unterschiedlichen Durchführungen sehen wir uns jetzt einmal an. Bevor wir jetzt loslegen, etwas ganz Wichtiges. Dieses Messer ist, man denkt relativ leicht mit 1 Kilogramm, aber 1 Kilogramm ist gar nicht mal so wenig. Und wenn ich damit richtig zuhaue, geht was kaputt. Relativ viel bei dem, was wir im Messer machen, geht sehr stark, zeitlich gesehen zumindest, gegeneinander. Das heißt, ich werde versuchen, ihn zu treffen, während er sich noch vorwärts bewegt. Und das muss man natürlich kontrollieren können. Das bedeutet, Kontrolle üben, Kontrolle üben, Kontrolle üben. Es ist ganz wichtig, nicht zu versuchen, mit aller Gewalt zu treffen. Und es ist auch ganz wichtig, die Technik vorher so weit zu üben, dass man immer zu jeder Zeit stoppen kann. Auch wenn man nicht das passiert, was hätte passieren sollen. Denn mit diesem Messer, mit richtig Kraft gegen eine Fechtmaske, wir haben es ausprobiert, die hält nicht. Natürlich haben wir es an einem Dummy ausprobiert. Zuerst die Versatzung in ihrer einfachsten möglichen Form. Er greift mich an, versetzen, schlagen. Das Ganze hat natürlich den Nachteil, dass der andere was dagegen machen kann. Das heißt, wir machen es jetzt umgekehrt. Ich greife ihn an, er versetzt. Deswegen wird die linke Hand benutzt, um die Situation zu sichern. Er greift mich noch einmal an. 1, 2, 3. Kommen wir nochmal zum Angreifer. Der Angreifer hat zwei Möglichkeiten, grundsätzlich. Entweder er zieht wieder ab oder er bleibt dran. Zuerst ziehe ich mal ab. Nun, er hat mich nicht getroffen, aber gut war das trotzdem nicht, denn er kann nachsetzen. Die andere Alternative ist die, dass ich den Angriff nicht abbreche, denn eigentlich gab es gar keinen Grund dazu. Er hat mich nicht wirklich bedroht. Deswegen kann man davon ausgehen, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass der Druck nicht weggenommen wird. Und wenn der Druck nicht weggenommen wird, dann gestaltet sich auch die Durchführung der Versatzung anders. Eben haben wir die Versatzung so gemacht,
dass wir erst stehen geblieben sind und uns dann vorwärts bewegt haben. Aber das ist für das Messer eben genau nicht charakteristisch, denn ich will ihn mit dem Messer ja, gerne auch mal am Kopf treffen. Nun, wenn ich das nacheinander mache, hat er immer die Möglichkeit zu fliehen. Das heißt, ich werde ihn vermutlich nicht am Kopf treffen, also gehe ich zum Arm. Er greift an. Für den Kopf war es etwas zu kurz. Wir machen es nochmal. Nun, welche Möglichkeit gibt es, ihn trotzdem am Kopf zu treffen? Na, ist ganz einfach. Ich bewege mich gleichzeitig mit ihm vorwärts. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass wir nicht wie die Ochsen ineinander rennen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, nicht gerade vorwärts zu gehen, sondern das klassische Offlining zu betreiben. Das heißt, ich begebe mich in einen Winkel und aus seinem Schlagvektor hinaus. Das ist das Offlining an sich. Gleichzeitig schütze ich mich. Und jetzt bin ich schon so gut wie drin. Und das nächste, was die Sache so effizient macht, ist die Tatsache, dass ich ihn in dem Moment treffe, wo er sich noch vorwärts bewegt. Das heißt, er kommt auch nicht mehr weg. Das ist charakteristisch für das Messer in vielen Ausprägungen. Das bedeutet, der Versatz ist kein Block. Ein Block wäre sowas. Genau das ist es nicht. Der Versatz ist eine Handlung und diese Handlung versetzt das Messer des anderen, damit ich nicht getroffen werde. Aber diese Handlung ist Teil eines Angriffs. Nochmal bitte. Kurz gesagt, die Versatzung ist nicht rein defensiv. Sie versetzt das Messer des anderen, sie schützt mich, aber sie ist nicht defensiv gedacht. Sie ist Teil eines Angriffs. Nochmal zur linken Hand. Ich als der versetzt, habe meine linke Hand benutzt. Er hat es nicht getan. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das nicht tun sollte. Denn wenn ich ihn so haue, dann muss er sich irgendwie schützen. Und ja, dafür hat er eine linke Hand. Wir zeigen es mal. Das ist der Grund, warum manche Stücke im Messer mit einem Stich aus der Hüfte enden, denn die ganze Bewegung sieht so aus. Nächste Möglichkeit. Ich bewege mich zuerst mit dem linken Fuß hinein in Richtung seines Waffenarms, um einen harten Hau möglichst früh die Energie zu nehmen, wickelt seinen Arm ein und dann geht es weiter. Wir zeigen das mal. All das sind verschiedene Varianten der gleichen Technik. Ihr seht also, diese eine Technik hat verschiedene Variationen und diese Variationen, die gehen alle ineinander über. Das bedeutet übersetzt gesagt, es gibt nicht die eine Form, wie diese Technik ausgeführt wird. Es gibt verschiedene Formen und diese Formen hängen hauptsächlich davon ab, wie sich die Gesamtsituation darstellt. Wie lang ist meine Waffe? Wie lang ist seine Waffe? Wie groß ist er? Wie stark ist er? Will ich ihn am Kopf treffen?
will ich ihn am Arm treffen. Ja, wenn er angreift, haut er anschließend gleich wieder ab oder hält er den Druck. Auf all dies muss ich mich einstellen können. Und deswegen ist die Versatzung aus unserer Sicht nicht eine einzige Technik, sondern etwas, was ein Einstieg ist und eine Überleitung in alles das, was dann noch kommt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer, bis zum nächsten Mal.